die märchenhafteste Stadt der Welt, fast wie aus einem Disney-Film und unglaublich leckeres Essen. Straßburg haut mich komplett um. Bleibt dran, wenn ihr mehr erfahren wollt. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und wir testen Straßburg auf Herz und Nieren. Vom besten Flammkuchen der Stadt. Unglaublich lecker. Ihr seht, dieser ganz dünne Teig. Bis hin zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Und direkt daneben ist die wohl beeindruckendste Straße Straßburgs. Und das alles in 4 Tagen. Let's go! Wie unglaublich groß ist dieses Gebäude, bitte? Ja, das passt. Das ist ein Märchenland. Die sehen richtig geil aus. Ich habe mich sehr verliebt, muss ich sagen. Willkommen in Straßburg. Wir sind hier 6,5 Stunden aus Berlin hingefahren. Mittlerweile gibt es ja sogar einen Direktzug. Wir haben aber den über Offenburg genommen. Wir sind hier am Hauptbahnhof angekommen. Der sieht schon sehr schön aus. Aber während wir jetzt erstmal zum Airbnb gehen und unsere ganzen Taschen abgeben, Mike aus dem Off, willst du mir erzählen, was wir alles erleben in dem Video? Straßburg im Elsass ist im Nordosten von Frankreich die größte und wahrscheinlich geschichtsträchtigste Stadt der Region. Und dem gehen wir auf die Spur. Wir schauen uns die historischen Viertel La Petite France an und das höchste Gebäude des Mittelalters. Aber Essen darf natürlich auch nicht fehlen. Schaut euch mal diese ganzen Essensspots an. Verhungern kann man hier nicht. Unser Airbnb ist relativ klein, dafür aber wirklich süß und richtig geil gelegen. Ne? Wir sind sehr nah an Le Petit France, werde ich euch noch mehr später zu erzählen oder an einem anderen Tag. Aber es ist in so einem alten Fachwerkhaus und Straßburg ist ja voll mit diesen alten Fachwerkhäusern. Das ist sehr schön, sehr hübsch. Aber jetzt gehen wir uns mal ein bisschen was essen holen und uns die Stadt anschauen. Überall diese kleinen Gassen und dann diese alten Fachwerkhäuser. Wir sind hier in Le Petit France, da ist also unser Airbnb. Das heißt Le Petit France, weil es ist nicht das kleine Frankreich ist. Ich habe gehört, hier war mal eine Zeit lang, also eine Insel, ne, weil hier ist ein Fluss, so ein Seitenfluss des Rheins. Und auf dieser Insel wurden irgendwann die ganzen Personen mit Syphilis hingebracht und man hat sie damals französische Krankheit genannt. Straßburg war ja schon immer eine deutsch-französische Stadt, ne? Jetzt ist es eine französische Stadt, es war mal eine deutsche Stadt und da hat man natürlich dann so eine Krankheit gerne den anderen Ländern zugeschoben. Aber ich sehe eher, dass es Le Petit France ist, weil es so ein schönes kleines Dörfchen ist, gefühlt, mitten in Straßburg und das sieht einfach wunderschön aus. Ein weiteres klares Kennzeichen dafür, dass wir in einer Stadt sind, die eine deutsch-französische Geschichte hat, ist an den Straßenschildern sieht man das. Münzgasse zum Beispiel, die natürlich einen französischen und einen deutschen Namen hier haben und alles sehr süß irgendwie hier ist. So, mag ich sehr. Wenn man in Frankreich ist, muss man natürlich in eine Patisserie. Wir waren mal L'Atelier 116, ich weiß nicht, was 116 auf Französisch ist. Da habe ich mir eine französische und eine regionale Spezialität geholt. Einmal ein Madeleine. Der Teig. So geil. Und die zweite Spezialität ist ein Gugelhupf. Den kennen wir bei uns natürlich auch. Den gibt es ja an jeder Ecke. Der hier ist mit Mandeln und Rosinen. Die gibt es hier in der Mini-Variante. Der Teig ist schön, fluffig, fettig und süß. Perfekter Mix. Hier werden wir auf jeden Fall morgen auch frühstücken. Die haben auch noch Cheese Toast und krasse Baguettes und. Aber jetzt schauen wir uns ein bisschen um. Hier ist es erstaunlich, dass man irgendwie nur 2 Kilometer über die Grenze fährt und ein ganz anderes Lebensgefühl bekommt. Überall Patisserien und Brötchen und Baguette-Shops. Einfach so schön. Also esstechnisch schon ein Hammer. Sieht auch schön aus. Ich mag die Stadt schon sehr. Die Grand Ile Straßburg ist sozusagen die Altstadt Straßburgs. Das sind die Ecken mit den ganzen verwinkelten Straßen, mit den Fachwerkhäusern und wo natürlich auch der Straßburger Münster ist, an dem wir auch noch vorbeikommen werden diese Tage. Das ist ein UNESCO-Welterbe seit 1988, also die ganze Innenstadt. Und zu Recht.
Also so eine Innenstadt kenne ich so in fast keiner europäischen Stadt. Das sieht alles so magisch aus. Mega schön. Zum Abendessen haben wir gedacht, gehen wir richtig elsässisches essen. Das ist ja die Region hier und da gehört natürlich ein Elsässer Flammkuchen zu. Den holen wir uns bei La Fignette. So ein uriges kleines Restaurant an der Seitenstraße. Sieht richtig schön aus. Ich bin richtig gespannt. Ich habe auch richtig Hunger, muss ich sagen. Unglaublich lecker. Ihr seht, es ist der ganz dünne Teig. Speck bei mir drauf, bei mir noch Knoblauch, Zwiebeln. Nicht ganz traditionell, aber sehr, sehr, sehr lecker. Leider die Version mit Champignons. Schmeckt richtig gut. Der Teig ist richtig fluffig, der Schmand oben drauf. Es gibt auch die Version mit Käse gratiniert oben drauf. Ne? Lohnt sich auf jeden Fall. Und zu trinken habe ich mir noch eine Elsässer Cola geholt. Das ist ein gutes Abendessen, das erste. Schon sehr geil finde, überall sieht man hier so Schilder, in denen die Geschichte verschiedener Häuser gezeigt wird, denn Straßburg hat sehr viele alte Häuser, wie man hier hinter mir sieht, und da mehr über die Geschichte zu erfahren, das machen wir morgen, weil heute haben wir ja sehr viel gegessen. Ich hole mir jetzt noch einen kleinen Nachtisch, aber auch salzig, nicht süß. Und um den Tag abzurunden, habe ich mir noch eine Brezel geholt, denn die Region ist bekannt für ihre Brezeln, zumindest in Frankreich, weil so nah an Deutschland, ne? Schmeckt gut, ist eine solide Brezel, kann man nichts machen. Ich freue mich morgen schon auf die Baguettes und so und euch ein bisschen die Geschichte der Stadt zeigen. Jetzt gehen wir mal pennen, der erste Tag ist rum. So Leute, es ist 8 Uhr morgens, Tag Nummer 2. Wir gehen wieder bei L'Atelier frühstücken, habe ich ja gesagt, weil diesmal möchte ich so ein schönes Baguette haben zum Frühstück. Hier gibt es noch sehr viele Patisserien und Boulangerien, die wir bestimmt auch noch testen werden, zum Teil zumindest. Und dann gehen wir uns mal ein bisschen die Altstadt angucken. Heute werden wir ein bisschen Geschichte tanken. Ich habe ein Baguette, Espagnol, mit Jamon, Tomaten und. Schmeckt alles sehr frisch, sehr gut. Der hat ein riesiges Focaccia. Und ich sag's euch, ne? Wir haben ja gestern schon gegessen, heute wieder. Hier gibt es so viele Sachen, die man eigentlich testen wollen würde. Aber wir werden noch andere Sachen testen. Ich liebe es ja auch, wie hier morgens die Leute hier schon mit ihrem Baguette unterm Arm herlaufen. Richtig typisch französisch, so wie ich es mir vorstelle. Aber jetzt gehen wir uns mal Le Petit France angucken. Ja, aber das ist ja hier in der Gegend. Und das ist es, Le Petit France. Ich habe es ja gestern schon gesagt, genannt so wegen der Franzosenkrankheit. Syphilis, aber auch generell. Ne? Also das ist so einer der bekanntesten Plätze hier in Straßburg, vielleicht sogar einer der bekanntesten Orte in Frankreich. Sehr viele Touristen, ne? UNESCO-Welterbe. Aber interessanterweise war es im 15. Jahrhundert nicht so beliebt. Und das liebe ich an Geschichte. Ne? Das war ein ehemaliges Gerberviertel. Da sieht man teilweise an den belüfteten Dachgeschossen. Das heißt, hier wurde mit Leder gearbeitet, hier stank es extrem, hier waren Hospiz, hier wurden die Syphilis-Kranken hingebracht. Das heißt, es war nicht eine Gegend, wo man gerne war. Das heißt, hier wurde auch deswegen nicht viel umgebaut. Ne? Es war so ein bisschen heruntergekommen, das Ghetto. Und deswegen sind die alten Fachwerkhäuser aus dem 15. Jahrhundert, aus dem 16. Jahrhundert hier immer noch. Und mit der Zeit entwickelt sich sowas zu Nostalgie, Romantisierung. Und mittlerweile gehört es zu den beliebtesten Vierteln, eben wie schon gesagt. Und das liegt daran, weil hier so viele schöne alte Fachwerkhäuser sind, die richtig geil sind. Das heißt Frankreich-Line im Deutschen, ne? Also Le Petit France. Und es ist wirklich schön. Wir schauen uns noch mal ein bisschen um und gehen hier noch ein bisschen entlang und genießen das einfach. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Disneyland wart, aber genau so sieht es da aus in diesem französisch-mittelalterlichen Märchendorf. Und es ist einfach wie aus einem Märchen hier. Also wenn Sie mir sagen würden, dass Sie hier das Schöne und die Schöne und das Biest gedreht haben, dann würde ich sagen, ja, das passt. Das ist ein Märchenland. Also ich bin jetzt hier gerade 8:30 Uhr morgens und das empfehle ich euch sehr. Es ist super ruhig, hier sind zwar ein paar LKWs, die hier noch was abladen, aber ansonsten ist es hier ruhig, kaum irgendwelche Menschen und man kann hier so ein bisschen die Aussicht genießen. Ne? Hier diesen Seitenarm des Ile runter, das ist hier der Seitenarm des Rheins.
Und hier sieht man diese ganzen alten Fachwerkhäuser entlang. Man kann sich so richtig vorstellen, wie das hier im 16., 17. Jahrhundert war. Hier sind ja auch Häuser, die es noch aus dem 16. Jahrhundert gibt. Ne? Das ist schon richtig krass und aus dem 17. Jahrhundert. Mag ich sehr. Und hinter mir, ganz hinten, sieht man auch die zugedeckte Brücke. Auch ein Highlight. So eine mittelalterliche, schöne Brücke, die über diese Grachten führt, sage ich mal. Hat so diesen Amsterdam-Vibe. Ein Spielplatz in der Mitte, den wir schön genossen haben. Wirklich schön. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen Richtung Münster. Ne? Also nicht Münster der Stadt, sondern im Straßburger Münster. Weil den sieht man hier überall. Aber wenig verwunderlich. Ne? War mal das größte Gebäude der Welt. Hinter mir sieht man die Statue des Gutenberg. Gutenberg, der bekannt ist für den Buchdruck, ne? In dem 15. Jahrhundert. Und Mainz und Straßburg streiten sich immer noch darum, wo er die wirklich erfunden hat. Er war auf jeden Fall ein paar Jahre hier. Mainz kennt immer noch, dass sie da erfunden wurde. Aber auf jeden Fall ein riesiger Meilenstein. Und direkt daneben ist die wohl beeindruckendste Straße Straßburgs, die Krämergasse. Mit diesen uralten Fachwerkhäusern und dem Straßburger Münster im Hintergrund. Das sieht einfach aus, als wären wir mitten im Mittelalter. Überall sieht man diese touristischen Elsässer Läden, ne, die verkaufen Sträuche, weil das ist das Tier des Elsass. Generell Elsässer sind sehr stolz auf ihre Region, haben auch ihre eigene Sprache. Macht Sinn, ne? Die haben mal zu Deutschland, mal zu Frankreich und Co. gehört. So eine Region ist sehr eigenständig und deswegen auch sehr stolz drauf. Die Sprache ist übrigens mehr mit dem Deutschen verwandt. Also der Elsässer Dialekt ist nahe dem luxemburgerischen oder dem saarländischen Dialekt. Mal gucken, ob ich hier irgendwann noch ein Schild dazu finde. Aber jetzt gucken wir uns erstmal weiter hier um. Ja, wie unglaublich groß ist dieses Gebäude, bitte? Erstmal diese Details, ne? Also es sind so viele Details in dem Gebäude drin. Das Ding ist aus dem Mittelalter, aus dem 12. Jahrhundert. Wie ich ja schon vorhin mal gesagt habe, war das größte Gebäude der Welt für eine ganze Zeit lang, bis ein anderer Münster, also auch nicht in Münster, sondern der Ulmer Münster ihn abgelöst hat. Und das ist so geil, man hat diese dreistöckigen, vierstöckigen Zunft-Krämerhäuser hier im Hintergrund, die mega geil sind. Und dann kommt diese riesige Kirche, die 142 Meter hoch ist und so viele Details hat. Absurd, wirklich absurd. Wenn man umguckt, sieht man natürlich viele Fachwerkhäuser im Hintergrund, aber die haben natürlich auch verschiedene Stile. Ne? Das älteste ist hier direkt am Start und das ist einfach komplett aus Holz und so schön verziert. Ist, glaube ich, das ehemalige Zunftgebäude, also ein ehemaliges Zunftgebäude. Die Zünfte waren hier drum, die waren in so einer freien Stadt, wie sie eben Straßburg ist, natürlich sehr mächtig. Sehr oft gewesen so im Mittelalter und das erkennt man oft noch. Selbst von innen ist die Kirche übrigens mehr als ein Blick wert. Sie ist riesig, nicht so krass ausgeschmückt wie andere katholische Kirchen. Das liegt daran, weil in der Reformation und dann in der Französischen Revolution einiges zerstört wurde innen drin. Trotzdem eine schöne Kirche. Und das Highlight ist die astronomische Uhr, die einfach riesig ist mit vielen verschiedenen Globi, also Globus, mehr jetzt als glaube ich Globi, ne? Und verschiedenen Zahnrädern und Co. Richtig geil sieht die aus. Straßburg war ja immer schon eine reiche Stadt und das zeigt dieser Palast Rohan hier, der für einen Fürstbischof im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Danach war es irgendwann mal eine deutsche Universität, ein archäologisches Museum und noch einige andere Sachen. Und es ist einfach ein sehr schönes Gebäude. Ich empfehle euch aber, diese Altstadt, die ja UNESCO-Welterbe ist, nicht nur rund um den Münster zu schauen, sondern alle Seitenstraßen durchzugehen. Hier gibt es super viele schöne kleine Läden. Es sind nicht nur irgendwie Souvenirläden, sondern auch ein kleiner Fleischer, Käseläden, ganz viel regionelle Läden. Und das ist einfach alles so, so schön hier. Ich habe mich sehr verliebt, muss ich sagen. Ich habe ja gedacht, überall gibt es so kleine Bäckereien, die so richtig krasse Sachen machen oder richtige Patisserien. Ich habe mir ein Baguette zum Lunch geholt. Super simpel, super lecker. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann gucken wir uns weiter um. What is it? It's delicious. What is it? It's vanilla cream or pecans on top. Wenn übrigens so gutes Wetter ist wie heute,
lohnt es sich auch mal an diesem Kanal entlang zu gehen. Da chillen die Leute. Man kann übrigens auch so eine Bootsfahrt machen. Die machen wir jetzt nicht. Irgendwie sehr touristy. Aber dann kann man auch mal so ein bisschen die Stadt anders sehen. Ne? Wenn man in Frankreich ist, holt man sich natürlich auch Fromage. Ich habe mir ein riesiges Stück Käse geholt. Hat 60 € gekostet, aber es ist ein Tom. Münster ist hier auch ein regionaler Käse. Hier gibt es richtig leckere Käse. Käseländer an jeder Ecke. Kann man sich auf jeden Fall holen. So, zum Nachmittag habe ich mir noch einen Crepe geholt. Ich wollte eigentlich in so eine richtige Creperie gehen, aber Achtung, hier in Straßburg und ich glaube in anderen Teilen in Frankreich gibt es sowas wie Mittagspause. Das heißt, zwischen 14 und 18 Uhr haben voll viele Restaurants zu, vor allem die ganzen traditionellen und auch Creperien. Es gibt hier gar nicht so, in Deutschland kriegt man ja viel Crepe to go, das ist hier gar nicht so ein Ding. Hier sind das richtige Restaurants. Ich habe jetzt trotzdem noch eine richtig krasse Eisdiele mit einer 4,9 Rating, die einen Crepe hat. Und dann teste ich mal. Sehr schöner dünner Teig. Anders als in Deutschland gibt es auch noch Nutella oben drauf. Also man isst den auch nicht so aus der Hand, sondern man isst den schon mit Messer und Gabel. Sehr lecker, kann man machen. Guter Snack zwischendurch. So Leute, wir essen jetzt Abendbrot. Ich rede ein bisschen leiser, weil Leon ist schon pennen gegangen, der ist müde. Wir haben uns heute beim Tunesier was geholt. Bei uns gibt es ja irgendwie nur Syrisch und Libanesisch. Ich habe mir ein Köfte-Sandwich geholt mit Pommes. Die Köfte sind sehr lecker. Die haben auch Teller und sowas, richtig geiler Laden. Pommes dazu, gefällt mir sehr gut. Das war's für heute. Mal schauen, was wir morgen noch so machen. Ne? Wir machen jetzt ein bisschen Recherche über den Abend. Könnte es einen besseren Start in den Tag geben. Blauer Himmel ist noch ein bisschen kalt vielleicht, aber einen Croque Monsieur habe ich mir heute geholt. Also das ist Toast mit Käsebacken und Schinken drin. Dazu eine Eisschokolade. Generell Straßburg wunderschön, aber wenn ihr noch mehr erleben wollt, die Region Elsass bietet ja arschviel. Ne? Also Städte wie Colmar, Rübwil und Co., die sind wie Straßburg, nur kleiner, noch malerischer, noch mehr wie ein Märchen. Da kann man so viel Zeit verbringen. Dann die ganzen Weinberge im Hintergrund. Die Region ist richtig krass. Wir bleiben jetzt aber in Straßburg und schauen uns mal Neustadt an. Urlaub haben wir in der Region übrigens schon 2020 gemacht. Hier ist noch ein bisschen altes Footage davon. Wie gesagt, wunderschön, richtig geile Altstädte und dann diese Burg dazu. Gibt es was Schöneres? Wir sind jetzt in der Neustadt, die seit 2017 ebenfalls Teil des UNESCO-Welterbes in Straßburg ist. Die Neustadt ist bekannt für ihre schönen Bauten. Ne? Also ich habe so einen Palast hinter mir. Auf der anderen Seite sind noch Prachtbauten. Wirkt sehr kaiserlich. Und warum es so kaiserlich wirkt, ist, weil der Kaiser hier hat Sachen bauen lassen. Und nicht irgendeinen Kaiser, sondern Kaiser Wilhelm. Also ist hier alles im wilhelminischen Stil. Denn 1870 wurde Straßburg eingenommen, ne? Wurde ins Deutsche Reich einverleibt zur Gründung des Deutschen Reiches. Und hier die Neustadt wurde dann sozusagen durch Bismarck aufgebaut, also nicht durch Bismarck selbst, aber er hat das beantragt, dass Straßburg nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde, wurde 1870 sehr zerstört nämlich. Genau, man sieht hier voll viele Prachtbauten, ist sehr wilhelminisch geprägt, deswegen erinnert es so ein bisschen an auch Städte wie in Polen, ne? Posen, Breslau, aber auch in Deutschland, also zum Teil auch Berliner Stil, den man sehen würde, wenn die Stadt nicht komplett zerstört worden wäre im Zweiten Weltkrieg. Das Viertel wird Neustadt genannt, auch im Französischen heißt es Neustadt, also nicht irgendwie übersetzt. Aber umgangssprachlich wird es auch Deutsches Viertel genannt, weil es eben durch die Deutschen erbaut wurde. Deswegen, wir haben hier sehr viel gesehen. Ne? Wir haben hier erstmal Le Petit France gesehen, das so ein bisschen diesen Stil des Heiligen Römischen Reiches widerspiegelt. Dann die Altstadt generell, die eher so diesen napoleonischen Stil, ne, widerspiegelt. Und jetzt hier den wilhelminischen Stil. Und wir schauen jetzt so ein bisschen um. Ist echt sehr, sehr schön hier und sehr weit, also nicht so eng wie die Altstadt.
Erstmal ist es schön, weil es hier gerade alles schon so grün ist. Ne? Der Frühling kommt langsam, die Magnolien fangen an zu blühen, hier die Blumen in den Boden. Aber man sieht man hier ein schönes Theater, eine Bibliothek, eine Oper. Wenn ihr euch wundert, warum die auch sehr französisch aussehen. Ne? Also es ist sehr im Historizismus, Neorenaissance und sowas geprägt. Sie wollten schon diesen Vibe von Paris auch einfangen hier. Ne? Obwohl es ja so deutsch bla 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 ist, wollten sie schon den Pariser Vibe einfangen. Ich war noch nie in der Innenstadt von Paris, so stelle ich mir sie aber schon so ein bisschen vor. So, wir sind jetzt mit dem Bus etwas nördlicher rausgefahren. Tickets sind hier übrigens 2,10 Euro für ein Einzelticket, 5 Euro ein Tagesticket. Kann man easy sich ziehen am Automaten. Wir sind an sehr vielen Konsulaten vorbei, ne? Dem deutschen Konsulat, dem amerikanischen Konsulat und. Denn hier in Straßburg gibt es ja nicht nur alte Geschichte, sondern auch sehr neue Geschichte. Und zwar europäische Geschichte. Ne? Straßburg gilt so ein bisschen als die Hauptstadt Europas. Weil hier das Europaparlament ist, dass der Europarat ist, so wie hinter mir zu sehen. Und hier tagen die europäischen Delegierten, was sehr cool ist. Aber hier ist auch die Orangerie, also ein sehr schöner Park. Und deswegen schauen wir uns das hier oben mal ein bisschen mal an. Ist so ein bisschen das europäische Viertel hier. Also wir haben hinter mir den Europarat, dann haben wir das Europaparlament hier, dann den Gerichtshof für Menschenrechte, also europäische Menschenrechte, ein europäisches Diktorat und. Also hier gibt es einiges zu sehen. Die Lingerie um die Ecke ist ein wunderschöner Park, wo ich mir vor allem im Sommer vorstellen kann oder im hohen Frühling, wie schön das hier ist. Und man sieht jetzt schon so ein paar schöne Blumen, die Magnolien, die blühen. Aber was hier auch ist, das ist die Brutstätte der Störche. Ne? Ich habe ja gesagt, die Störche sind so ein bisschen die Wappentiere vom Elsass. Und die sieht man hier an jeder Ecke. Hier allein auf diesem Haus, auf diesem Pavillon Josephine sind allein 4 oder 5 Brutstätten. Und die chillen da einfach. Wie schön. Also bei uns sieht man ja kaum Störche noch. Und hier sind arschviele. Und es sind nicht nur ein paar Nester, sondern bestimmt um die 100 bis an die nächste Allee. Echt verrückt. So, zum Abschluss des Tages gehen wir mal richtig elsässisches essen. Sind bei Frischetti und haben eine Zwiebelsuppe mit gratiniertem Käse oben drauf. Der Käse ist so geil, die Suppe ist so geil. Das ist ein guter Starter. So, die Hauptspeise ist angekommen. Ich habe Käsespätzle. Ist ein traditionelles Essen. Ich weiß, kommt aus Baden-Württemberg, die Schwaben eigentlich. Aber hier ist es mit dem Münsterkäse. Und natürlich ist Straßburg ja nicht weit weg von Baden-Württemberg. Also kann man sich ja wohl auch diese Tradition des Essens teilen. Und? Ah ja. Hammer. Natalia hat regionale Würste, den Namen will ich nicht unten ein, mit Käse drin. Das sieht so hammerlecker aus. So, der letzte Tag in Straßburg. Wetter ist heute leider noch nicht so gut. Heute Morgen regnet es. Heute Mittag soll es ein bisschen wärmer werden wieder, und auch nicht mehr regnen. Aber jetzt holen wir erstmal Frühstück und heute mal woanders, oder? Ich liebe sie ja, wie an jeder Ecke hier Bäckereien sind. Also wir sind an 2 Bäckereien innerhalb von 100 Metern vorbeigelaufen und die sind alle so lecker und süß. Wir waren jetzt in einer leckeren Bäckerei, nahmen dann nicht wieder immer unten ein. Hier habe ich so ein ultra geiles Baguette. Die hatten verschiedene Croissants mit Cookies und Co. Und ich musste mir einfach noch einen Cookie holen, weil der sieht delicious aus. Mega geil. Ich teste das jetzt mal. Das Baguette war eines der besten Baguettes, das ich jemals hatte. Es war so richtig knusprig, der Schinken und Käse war frisch. In Berlin bezahlst du irgendwie 15 € für so ein bestimmtes Baguette. Und hier gibt es an jeder Ecke so eins. Jetzt noch den Cookie testen, ne? Alter. Chewy, aber nicht klebrig. Süß, aber nicht zu süß. Auch der ist perfekt. Ich glaube, da gehe ich morgen wieder hin und hole mir noch 20 andere verschiedene Sachen. Mega geil.
Wir machen heute jetzt nicht mehr allzu viel. Schlechtes Wetter und Leon ist krank. Deswegen heißt sie Divide and Conquer. Erst gehe ich essen, dann geht Natalia essen. Und die andere Person bleibt immer mit dem Kleinen. Und deswegen essen wir jetzt aber noch einen Flammkuchen, weil wir können ja nicht nur einen Flammkuchen hier gegessen haben, oder? Manchmal lohnt es sich übrigens auch in so Hinterhöfe zu gehen. Dann sieht man so richtig alte Fachwerkhäuser mit so Holzbrücken und sowas. Mega geil. Also wie aus dem Mittelalter. Bei Flams ist so ein bisschen was wie eine Kette, aber die haben auch nicht so viele Läden. Sehr, sehr lecker. Richtig schöne Auswahl. Man kann hier sogar All You Can Eat machen. Das Ding ist, ne, man kann immer nur 2 Flammkuchen gleichzeitig bestellen. Also du kannst jetzt nicht 10 bestellen, weil wenn du dann satt bist, dann gehen die weg. Die haben süße und natürlich normale. Ich habe mir den mit Gratin geholt. Man kann den selber schneiden in die Stücke, wie man möchte. Sehr geil. Die Straße hier generell super cool. Und hier sind so Patisserien und die sehen einfach aus, als wären es Juweliere. Das finde ich so krass, ne? Mal gucken, ob wir uns da auch noch was holen. Yeah, very good. Eclair, Vanillecreme, Erdbeeren. Was kann man da falsch machen? Natalia hatte die Raspberry-Version. Das ist geil. Natürlich muss man sich auch Macarons kaufen, wenn man in Frankreich ist. Die haben wir uns hier geholt, die sehen richtig geil aus. Als letzte Mahlzeit kurz vorm Sonnenuntergang. Hier, guck mal, wie dunkel das hinten schon wird. Gehen wir natürlich Crepe essen, was richtig französisch ist. Und wir haben den besten Crepe der Stadt rausgesucht. Zumindest, wenn man die Google-Bewertung glauben kann. 4,7. Und den testen wir jetzt. Hier gibt es natürlich auch Galette. Mal schauen, was wir nehmen werden. Die Galette sind einfach richtig krass. Natalia hat welche mit Spinat, ich einfach mit Käse und Ei. Richtig lecker. Es gibt natürlich auch süße Crepes, ne? Hammer. Ja, Tim, ich nehme nochmal die beeindruckendste Kulisse zum Abschied. Wir haben richtig geil gegessen heute. Wir haben generell auf diesem Trip richtig geil gegessen. Wir haben eine wirklich wunderschöne Altstadt gesehen. Ich meine, guckt euch hier um, ne? Diese Häuser im Hintergrund. Es ist so krass. Straßburg lohnt sich. Wir waren 4 Tage hier. Kann man in weniger Tagen machen, aber 3, 4 Tage ist schön, wenn man es noch ein bisschen genießen will. Vor allen Dingen wahrscheinlich im Frühling und Sommer will man noch mehr Zeit draußen verbringen. Wenn ihr mit Auto seid oder weiter rausfahren könnt und wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall Colmar und die Region angucken. Elsass ist so wunderschön. Naja, das war's auf jeden Fall. Ich gehe jetzt pennen. Morgen früh geht's zurück nach Hause nach Berlin in 6,5 Stunden. Da muss auf jeden Fall noch mal was Leckeres zu frühstücken. Ja, haut da rein und bis zum nächsten Mal.